Nun steht sie hier, unsere Volkswerkbank. Jetzt kommt aber die große Frage, soll man hier jetzt wirklich Schubladen einbauen oder reichen doch auch Euroboxen? Ich habe mich bewusst gegen Schubladen entschieden und möchte mit euch zusammen heute in eine vorhandene Werkbank Euroboxen einbauen. Des Weiteren will ich mich auch noch der anderen Seite des Tisches widmen und möchte dort noch ein Lochraster anbringen. Also seid gespannt. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wer dieses Video zu dieser Werkbank noch nicht gesehen hat, das werde ich euch gerne nochmal dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Es ist eine, aus meiner Sicht, wirklich die Volkswerkbank. Eine super stabile Werkbank, die ich gebaut habe und ihr könnt sie euch gerne nochmal anschauen, wie ich dieses Projekt umgesetzt habe. Jetzt geht es aber heute um, ich sage jetzt mal, Aufbewahrungssystem in dieser Werkbank und ich habe mich bewusst gegen Schubladen entschieden, wie auf der anderen Seite der Werkstatt, sondern ich möchte einfach diese Euroboxen einbauen. Diese Euroboxen, die sind genormt, die kennt ihr bestimmt, da gibt es von verschiedenen Herstellern welche, die sind aber alle genormt. Ihr könnt aber auch nicht nur Euroboxen einsetzen, es gibt bei Ikea Boxen und, aber heute widmen wir uns dem Thema Euroboxen in eine vorhandene Werkbank einzubauen. Ich habe mich für Euroboxen entschieden. Warum? Weil die Boxen einfach genormt sind. Also die gibt es in verschiedenen Größen, auch an Höhen, an Breiten. Das sind zum Beispiel jetzt 40 auf 60 und dann gibt es verschiedene Höhen, 17, 22, 20, 32 und. Und da kann man das Ganze einfach, ich sage jetzt mal, zusammenstellen. Da gibt es auch kleine Boxen wie die hier, das gibt auch Deckel. Und jetzt seht ihr auch, weil es ja genormt ist, diese zwei kleinen Boxen, die passen dann theoretisch wieder so hin auf die größere Breite. Also ihr seht, es ist alles genormt und deshalb kann ich euch auch nur dieses Euroboxen-System empfehlen. Man kann einfach super toll kombinieren das Ganze. Jetzt redet man nicht um einen heißen Brei rum, wir starten gleich mal rein. Ihr müsst als allererstes mal gucken, was es für Boxen an allen Breiten gibt und vor allem an Höhen. Was für einen Ausschnitt habt ihr? In meinem Fall passen dort zwei 40er rein und eine 20er von der Breite. Wir müssen ja noch Schienen bauen, dass wir das rein und rausschieben können. Gut, dort passen von diesen, ihr seht, selbst diese kleinen Boxen haben verschiedene Größen. Rechnet es einfach aus, wie es zusammenpasst, inklusive Schienen. Und dann seht ihr schon, da passen jetzt 3 aufeinander, wenn man natürlich noch die Halter zwischenrein macht. Ja, passt sogar vielleicht eine größere noch rein. Und das müsst ihr jetzt erstmal ausrechnen. So, wie geht es jetzt weiter mit der Planerei? Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe keinen Bock, die Arbeitsplatte nochmal, die schon ausgerichtet ist, komplett abzuschrauben und alles neu zu machen. Denn sinnvoll, wir brauchen ja Zwischenständer oder praktisch hier, wir brauchen Zwischenleisten, die wir dann hier reinmachen und unsere Leisten dann hinmachen, damit die zum Schieben ist oder zum Rein- und Rausziehen ist, die ganze Box. Gut. So wäre es natürlich am sinnvollsten, wenn man das Ganze so anbringt. Dann müsste ich ja von unten reinschrauben und von oben reinschrauben, damit diese Leiste hier hält. Jetzt habe ich mir gedacht, warum versetzt du das einfach nicht nach hinten? Das macht der Box nichts aus. Ich hoffe, es schaut am Schluss nicht schlimmer aus. Was ich euch empfehlen kann, ist definitiv ein Versuchsaufbau. Das wird ja diese Zwischenleisten, wo dann die Schienen angebracht werden und auf den Schienen läuft dann die Kiste. Das heißt, in meinem Fall sind diese Leisten 21 mm breit und 20 mm hoch. 20 mm passt optimal von der Höhe her. Und 21 mm deswegen, dass ich dann einfach, ich sage jetzt mal, noch 2 mm Luft habe zur Kiste, damit, wenn ich jetzt die Leiste anbringe, diese Leiste, damit die Kiste auch sauber läuft auf diesem Ganzen. Jetzt was ganz Wichtiges an euch, wenn ihr das Ganze auch so bauen wollt. Ihr messt jetzt eure Werkbank, welche Breite ihr hier habt, aber nicht nur an einer Stelle. Das kann ja sein, dass die Werkbank nicht ganz passt einfach, sondern ihr messt es oben, unten, aber Achtung, auch hinten messen. Nicht, dass dann praktisch die Leiste dann so einen macht und die Box passt am Schluss nicht mehr rein. Also, ich habe hier exakt 110 mm hier oben, unten und vor allem auch da hinten. Und ganz ehrlich, Leute, mich wundert es so absolut, dass die Werkbank auf den Millimeter genau gearbeitet wurde. Hätte ich nie gedacht, dass wir das so genau hinkriegen. Wenn ihr dieses Maß dann habt, dann könnt ihr das Ganze dann praktisch mal auslegen. Ich mache das einfach mit Auslegen. Ich finde es einfach so besser, da kann man sich schon nicht verrechnen. So, jetzt legen wir das Ganze mal hin.
und schauen mal, wobei wir rauskommen, und zwar bei 109,7 oder bei 6 kommen wir raus. Das heißt, ich habe noch 4 mm Luft und das Ganze mal mit Toleranzen irgendwo, Sägetoleranzen, wie auch immer. Hier könnt ihr natürlich mit diesen Zwischenteilen könnt ihr natürlich noch spielen, um das Ganze irgendwie noch an eure Breite anzupassen. Ihr könnt es breiter machen, ihr könnt es noch schmaler machen, also überhaupt kein Stress. So, die Leisten sind fertig. Ich schiebe mal den anderen Tisch hier rüber. Und zwar, wir werden das Ganze jetzt mal verschrauben und schauen, wie wir das am besten alles erledigen. Also, dann holen wir mal vor. Jetzt habe ich das Ganze noch einmal probehalber reingestellt, um zu wissen, wo welche Leiste hinkommt. Denn die unteren Leisten sind ja kein Problem, die werden wir dann auf diese Grundplatte machen. Die anderen Leisten müssen wir dann auf diese Seite machen. Also richtet das Ganze schön aus, dass es alles wirklich im Winkel ist. Und ich werde das Ganze einfach jetzt mal so verschrauben. Ich fange unten einfach an, werde das Ganze im rechten Winkel komplett alles schön ausrichten, dass das passt, auch diese. Und die werden dann von hinten einfach verschraubt. Und das würde ich euch auch empfehlen. So, jetzt schaut's mal. Und zwar die ersten Leisten sind jetzt hier unten fest. Und was ich jetzt meinte mit dem Spiel hier, ich habe bei der Kiste ganz leicht Spiel, dass wir einfach Toleranzen ausgleichen können. Also ganz leicht lässt man sie hin und her schieben. Das sind ein paar Millimeter, aber das reicht absolut aus. So, ich hoffe, das passt, das Ganze. Ich habe das jetzt ausgemessen, 10 mm Abstand zur Kiste und habe das Ganze mit Zwingen festgemacht. Jetzt werden wir es verschrauben und das werden wir natürlich jetzt an allen anderen auch machen. Die letzte Schraube für diese Seite und jetzt bin ich mal gespannt. Probehalber mal reinstellen das Ganze, ob das dann überhaupt passt. Nicht, dass ich mich verrechnet habe. Ah, guckt mal. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, der Bur ist einfach nur Depp. Einfach nur Depp. Leute, ich habe einen Fehler gemacht und das darf euch nicht passieren mit euren Leisten. Ich habe die Leisten jetzt falsch rum. Also, die sind auch hochkant und quer und diese sind ja verschiedene Maße. Und dann denkt man sich, ja, ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Für mich ist es schlimm. Ich habe das Ganze ja so berechnet, dass es, ihr seht es selber, einfach nur minimal Spiel hat. Und so will ich das haben. Jetzt habe ich die Leisten verkehrt rum hingemacht, habe das natürlich jetzt auch falsch gemessen. Und jetzt schaut's mal. Das will ich nicht so. Dieses Spiel soll einfach nicht sein. Das sind nochmal 8 mm Unterschied und das passt mir einfach nicht. Ach nee, also Leisten nochmal ab und diesmal richtig rum hinmachen. Passt da bitte drauf auf, wenn ihr da auch sowas Komisches plant wie ich. So, bitte, 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 bitte. Passt's, oder? Und? Oh Gott, alles okay wieder. Das hat mich jetzt aber echt wieder lang gedauert. Mann, aufpassen Leute, jetzt geht's endlich auf die andere Seite. Puh, fertig. Mensch, Meier, mein blöder Fehler hat mich echt richtig Zeit gekostet teilweise. Meine Güte. Ich habe noch einen zweiten Fehler gemacht. Also ich glaube, ich brauche echt Feierabend. So Leute, ich habe noch Stopper hinten hingemacht, damit die Schubladen nicht durchrutschen können. Aufmerksamen Zuschauern ist aufgefallen, dass da eine falsche Box drin ist. Ja, sie ist natürlich bestellt. Der Vorteil an Euroboxen ist, ihr seht die kleinen Boxen und das ist richtig gut eigentlich. Euroboxen haben eine DIN-Norm, das heißt, die sind genormt von der Größe her. Das heißt auch, dass ich jetzt zum Beispiel 2 hier Boxen reinstellen könnte, weil 2 kleine ergeben die Länge einer großen oder einer breiteren. Und das ist das Coole dran, deshalb werde ich mir noch 3 Boxen kaufen für Sachen, die man wirklich ganz, ganz selten braucht. Die kommen einfach da hinten rein und gut ist. Also das finde ich super.
Was findet ihr eigentlich persönlich besser? Schubladen oder findet ihr dieses Euroboxen-System besser? Also ich habe ja auch Schubladen, alles in Ordnung, aber solche Boxen finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich komme schon ein bisschen günstiger weg. Es ist nicht ganz so aufwendig wie Schubladenbau, weil die Auszüge, wenn man vernünftige Auszüge will, die kosten ganz schön Geld. Gut, die Boxen kosten auch nicht gerade wenig, aber man kann sie echt überall komplett einsetzen. Also ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt sie mal unten in die Kommentare. Aber mit dem Tisch sind wir jetzt fertig. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Oh, muss ich erstmal ein bisschen da alles aufräumen da hinten. Wir kommen jetzt gleich mal zu unserem zweiten Tisch und da werden wir ein Lochraster machen. Eine Ewigkeit später. Weiter geht's mit der Werkbank, 2 Wochen später und ein Video dazwischen. Was war das Video dazwischen? Habe ich das verpasst? Ja, wahrscheinlich hast du das verpasst. Schau da noch mal rein, ich baue dort einen richtig coolen Bohrständer. Denn ich hatte ja hier einen Bohrständer, da wollte ich das Lochraster bauen, aber ganz ehrlich, das Ding ist sowas von wackelig und scheps. Nee, danke. Ich brauche ein gerades, schönes Lochraster. Und deshalb dieser Bohrständer hier. Der ist doch mal so richtig cool geworden, finde ich. Aber natürlich, er ist richtig mächtig. Ganz total übertrieben. Macht aber nichts. Um wem vielleicht was aufgefallen ist, normalerweise war es ja für diese Bosch-Maschine gedacht. Ja, genau. Ein paar Leute haben gesagt, das ist ja gar nicht mobil, da kann ich ja gar keinen Akkuschrauber einspannen. Ja Leute, wo liegt das Problem? Eine andere Aufnahme, 2 Schräubchen, diese weg, diese hin und fertig. Und ich kann es auch ganz einfach wieder tauschen. Und schon passt ein Akkuschrauber rein. Aber das Problem ist natürlich, dass nicht jeder Akkuschrauber dafür gedacht ist. Der zum Beispiel, die Parkside, da würde es gar nicht funktionieren. Also ihr müsst einfach mal schauen, wenn ihr das ganze Ding nachbauen müsst, ob euer Akkuschrauber, wenn ihr das damit betreiben wollt, auch funktioniert. 4 Minuten später, die Aufnahme ist getauscht und die Bohrmaschine auch. Also überhaupt kein Stress, das zu tauschen. So Leute, ich habe jetzt hier eine Schablone, eine Lochschablone. Die habe ich mir auch bloß ausgeliehen. Das ist eine 20 mm Lochschablone im Raster 100 mm. Was heißt Raster 100 mm? Die Löcher sind exakt immer 100 mm komplett auseinander. So, jetzt sagt ihr, ja, ich habe aber nicht keine CNC und lass mir sowas fräsen. Das ist mir schon klar, ich hätte es auch nicht anders machen können. Also, das heißt, wer das Ganze nicht hat, kann oder machen lassen kann, dem empfehle ich natürlich das Ganze exakt, aber wirklich exakt anzureißen oder anzuzeichnen und das Ganze vorzukörnen und dann zu bohren. Warum muss es so exakt sein? Braucht man doch gar nicht so exakt bohren. Doch, also ich sagte schon, ich möchte mein Lochraster absolut genau haben, auf den Millimeter genau. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da keinen rechten Winkel, ihr spannt da was rechtwinklig ein und schon ist es nicht mehr richtig. Also das heißt, arbeitet da wirklich super, super genau. Ihr werdet es nicht bereuen. Gerade wenn ihr dann irgendwas sägen wollt oder irgendwas einspannen wollt, 90 Grad oder so. Und da ist es verdammt wichtig, dass ihr das Lochraster exakt anbringt. In meinem Fall werde ich jetzt erstmal 3 Bohrungen setzen. 1, 2, 3 und werde dann diese Bolzen reinmachen. Das wird das Ganze dann halten. Werde dann erstmal die erste Lochreihe komplett bohren und das kann man dann mit diesen Bolzen einfach immer wieder verschieben und es passt einfach, wenn ich diese 3 Bolzen irgendwo immer rein tue. Also, da legen wir mal los. Tada, die Reihen sind schon mal drin, richtig gut geworden. Wir werden es gleich mal kontrollieren, ob wir auch wirklich im rechten Winkel sind. Aber Leute, ich kann euch eins sagen, das ist richtig anstrengend. Leimholz, Buche, Hartholz und das zu bohren, boah, das war jetzt echt richtig anstrengend. Ich kann euch nur empfehlen, einen sehr, sehr guten Forstner-Bohrer zu benutzen. Ich werde euch einen unten verlinken, die ich benutzt habe. Das sind die von Fish Tools. Das sind die besten Forstner-Bohrer aus meiner Sicht her. Ich verlinke es euch unten. Da gibt es auch ein Video dazu. Und außerdem, mit dem wäre ich jetzt wirklich nicht weit gekommen. Das wäre noch anstrengender gewesen mit diesem wackeligen Teil hier.
Aber gut, ich bin froh, dass ich es doch noch gebaut habe. Prima, wir werden es jetzt mal kontrollieren, ob es im rechten Winkel ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das passt. Also hey, super, super. Hier wackelt gar nichts, also wir sind jetzt absolut hier im rechten Winkel. Jawohl, passt. Wollen wir es woanders auch nochmal probieren? Andere Stelle, tun wir mal einen Bankhaken rein. So, alles gerade drehen. Und nichts. Perfekt, genauso wollten wir es. Und schon können wir unseren Tisch benutzen. Ich habe hier mal ein paar Zubehörteile hingelegt. So große Spanner, die muss ich auch noch bestellen. Die habe ich jetzt noch nicht. Aber ihr seht, wir haben da jetzt verschiedene Bankhaken. Die können wir dann hier irgendwo in unsere Bohrungen reinmachen und können da irgendwas spannen. Die finde ich auch richtig cool. Die sind ein bisschen günstiger als ich sage jetzt mal die richtigen teuren. Die können wir dann einfach hier reinspannen und das Ganze dann festziehen. Einfach mit der Hand so machen, fest. Und schon sind wir fertig und das Ding ist bombenfest. Ebenso solche, die man noch verschieben kann man verschiedene Größen einfach benutzen, kann man das Ganze dann hier reinmachen und kann das Ganze verschieben. Oder zum Beispiel diese Niederhalter, genauso kann man dann rein tun und spannen. Also richtig cooles Zubehör. Ich werde euch auf jeden Fall unten auch nochmal was verlinken. Wir sind aber noch nicht fertig mit unserem Tisch. Jetzt mal ganz ehrlich, die Oberfläche muss noch eingelassen werden. Wie werde ich das machen? Das werde ich euch erklären. Vorab möchte ich mal von euch wissen, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr auch schon so Lochraster? Wollt ihr vielleicht sowas machen oder so? Seht ihr das überhaupt als sinnvoll an? Braucht man sowas? Und so weiter und so fort. Könnt ihr unten alles mal reinschreiben. Was ich jetzt machen werde, klingt auch komisch. Ich werde jetzt, das war zu viel. Ich werde jetzt den Tisch einfach mal wässern. Warum werde ich ihn wässern? Ganz einfach wässern, also ein bisschen feucht machen und das Ganze muss dann trocknen. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, durch das Wässern stellt sich die Faser, die Holzfaser stellt sich auf. Ich werde dann nochmal drüber schleifen, richtig schön fein drüber schleifen und dann habe ich eine super Oberfläche und werde sie dann einlassen. Das ist absoluter Wahnsinn, wie rau das Ganze jetzt ist. Also die Faser stellt sich richtig auf und das werden wir jetzt einfach nochmal richtig schön abschleifen. Wunderbare Oberfläche, super. Wir werden jetzt die Tischplatte einlassen. Was werde ich verwenden? Werde ich euch unten verlinken, das Bioöl von Heliacare, das Heavy Duty. Ist genau dafür gedacht. Ich könnte theoretisch danach dann auch vom Tisch essen. Also ist echt Bio. So, da freue ich mich immer wieder drauf, aber das wird es richtig schön, müssen wir aber schön eintrocknen lassen. Ha! So meine Lieben, die Arbeitsplatte ist eingelassen und sie kommt sowas von wunderbar raus. Richtig cool und ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Gefällt euch die Platte? Ich finde sie richtig super. Das Lochraster haben wir super hinbekommen. Ich habe nochmal zusätzlich eine Reihe weiter hinten angebracht, um große Sachen ausspannen zu können. Aber ich könnte noch weiter hier rüber gehen. Die Arbeitstische, die Werkbänke sind miteinander verschraubt. Also das ist sowas von stabil, diese Bank. Gefällt mir echt gut. Die Boxen ebenso. Jetzt mal eine Frage an euch da draußen noch. Euroboxen oder Schubladen oder beides kombiniert? Ich finde Euroboxen gar nicht mal so schlecht. Sie sind Platzwunder, muss ich sagen. Und vor allem der Vorteil ist, ich kann sie rausnehmen und dorthin tragen, wo ich sie brauche. Das kann ich mit der Schublade nicht so einfach machen. Oder was meint ihr dazu? Ja Leute, Bohrständer hat auch super funktioniert und ich bin echt froh, dass ich ihn mir doch noch gebaut habe, weil ganz ehrlich, mit diesem schäpsen, wackeligen Ding da hinten, da wäre ich nicht klar gekommen. Die Platte ist echt massiv und diese Buche, die hat mir echt richtig Arbeit beschäftigt. Also das war echt heftig, diese 20 mm zu bohren dort. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Unterstützt doch bitte Gipfelholz, würde mich echt drüber freuen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht. Teilt auch dieses Video, könnt ihr auch gerne machen. Unterstützt mich auch dadurch. Hinterlasst einen Kommentar. Ich würde sagen, bis demnächst und
Servus aus dem Allgäu.